Du stehst nach einem verpatzten Quali irgendwo im hinteren Mittelfeld des Topsplits und du siehst es schon kommen. Jeder weiß, was passiert. Niemand vertraut dem anderen und man muss vom Schlimmsten ausgehen. In dieser Situation geht es um das reine Überleben. In der Outlap hinter dem Safety Car hinterfrage ich meine Teilnahme am Rennen. Warum tue ich mir das eigentlich an? Meter für Meter steigt die Anspannung, der Puls geht hoch, die Angst vor dem Start erfüllt mich, 3 Kurven vor der Startzielgeraden. Green Flag, das Rennen ist freigegeben, gut erwischt, sichere Position. Gelbe Flagge, Rauch steigt auf, die Logik schreit Überleben. Gas rausgenommen, leicht gebremst, zu wenig. Ende. Ja, und nach diesen epischen Intros sitzen wir hier und können uns fragen, warum und was ist passiert. Wir sind hier in iRacing im Topsplit im GT3 unterwegs. Das ist das Kompetitivste, was du machen kannst. Das heißt, hier starten die besten 30 Fahrer, die sich zu dieser Stunde gefunden haben und geben alles. Und für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich nicht so gelaufen, wie sie es vorgestellt hatten. Ich meine, bei mir war es ziemlich klar. Ich war im ersten Rennen schon nicht auf Pace. Ich saß nicht im besten Auto, ich habe mich nicht wohlgefühlt, habe wenig Vertrauen gefunden, aber ich wollte einfach die Experience haben und mich im Rennen verbessern, was leider nicht so funktioniert hat, wie ich es mir erhofft habe. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Fahrer, die richtig gut sind und im Qualifying einfach eine schlechte Runde erwischt haben oder einen Off-Track gesammelt haben und damit war die Runde ungültig, weil du right on the edge wirklich diese Strecke ausnutzen musst, um da kompetitiv mitzufahren. Also was ist passiert? Sind jetzt einfach ein Haufen Egos zusammengekommen und jeder wollte, wie es so oft ist, einfach vorne sein und seine eigene langsame Pace nicht akzeptieren und mit der Brechstange durch? Ich glaube, es ist diesmal nicht so einfach. Ganz vorne dreht sich ein Aston Martin recht blöd weg. Sah für mich recht unglücklich aus. Der Aston hat vorhin schon 2 Positionen verloren. Ich nehme mal an, da ist das Frustrationslevel dann schon mal ein bisschen angespannt. Du willst ein bisschen mehr und dann dürfte ihm einfach das Heck weggerutscht sein. Wegen den kalten Reifen, einem zu hohen Lenkwinkel, vielleicht noch einem Bump und natürlich dem Draft, den er hat. Also dem Windschatten. Damit fehlt ihm Aerodynamik und er verliert das Heck. Ja, sehr unglücklich natürlich. Und das kann auch im echten Leben passieren. Man sieht das immer wieder auf engen Strecken wie Macau etc. Diese riesen Massenkarambolagen, wo Millionen auf einen schlagenden Sand gesetzt werden. Aber that's it, das ist auch Motorsport. Ja, was kann man jetzt dagegen tun? Oder wie kann man sich verhalten, um sowas zu vermeiden? Es gibt 2 Varianten. Entweder du startest aus der Boxengasse oder gehst das wirklich langsam an und rechnest damit. Kann natürlich sein, dass sowas nicht passiert und du verlierst einen Haufen Positionen und musst dich dann später sowieso wieder mit anderen herumschlagen. Oder du machst es so wie ich, fährst mit, startest ganz normal, aber gehst es ein bisschen easier an. Sobald eine gelbe Flagge vor allem in so einem Bereich oder Abschnitt einer Strecke kommt, musst du wirklich reagieren. Nicht nur liften und leicht bremsen. Hat man ja bei mir gesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Im echten Motorsport bedeutet eine gelbe Flagge Überholverbot, Geschwindigkeit reduzieren. Es ist eine Gefahr voraus. Du hast links und rechts Betonmauern, wenig Raum und sehr viele Autos bei einer sehr hohen Geschwindigkeit. Also was macht man, wenn man eine gelbe Flagge sieht in so einer Situation? Genau das, was die gelbe Flagge im echten Motorsport bedeutet. Jedoch bitte seid vorsichtig mit eurem Bremspedal. Von hinten kommen andere, die das vielleicht nicht so sehen und einfach nur lucky vorbei wollen. Also das muss man auch immer berücksichtigen. Reduziere als erstes die Geschwindigkeit, dann hast du generell mehr Zeit. Mach das nicht so wie ich, einfach nur liften und ein bisschen bremsen. Du bist hier irgendwo bei 200 km/h und dieser Weg, der geht ganz schnell verloren. Da bleibt ja auch nicht mehr viel Zeit zum Reagieren übrig, wenn du nur liftest oder leicht bremst. Außerdem kannst du viel besser ausweichen, wenn du langsam bist. Nicht nur, dass alles vor dir langsamer passiert und du genau beobachten kannst, welches Auto sich in welche Richtung dreht. Nein, du kannst auch viel besser ausweichen und engere Kurvenradien fahren.
Also reduziere sicher die Geschwindigkeit, indem du auch einen Überblick hast, was um dir herum passiert. Also nicht nur vorne, sondern auch links, rechts, aber vor allem hinter dir. Dann kannst du auch durch so ein Chaos gemütlich durchfahren, währenddessen sich der Großteil des Felds selbst zerstört hat. Auch wenn du nur mit kleinen Beschädigungen durchkommst, sei es kleinen Aerodynamikbeschädigung oder einer schiefen Lenkung, ist das immer noch besser, als wenn du eine Meatball-Flag hast und damit zur Box musst oder eine größere Reparatur wie einen Motorschaden, der dann in iRacing 10 bis 15 oder 20 Minuten in Anspruch nehmen kann. Es gibt aber Situationen, in denen dieser Crash nicht vorprogrammiert ist und wirklich auch abgewandt werden kann, indem man sicher das Fahrzeug verzögert, also bremst und eine Kollision vermeidet. Also nimm das als Learning mit, reduziere in Zukunft sicher deine Geschwindigkeit und vermeide Unfälle und hab damit ein besseres Rennen und bessere Ergebnisse. Solche Momente sind einfach nur ärgerlich. Vor allem, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet und eigentlich nur eine schöne Zeit haben will, ja? Also vermeide solche Unfälle, wenn sie passieren, analysiere sie, auch wenn jemand anders Schuld hat. Was hättest du machen können, um das zu verhindern? Wenn du ein bisschen schlauer zurückgesteckt hättest, weil du vielleicht sogar von dem Fahren und Verhalten des anderen schon lesen hast können, dass der etwas aggressiver fährt oder so, und du dann zurücksteckst, kann man damit vermeiden, aus dem Rennen genommen zu werden. Was ja an sich nicht verkehrt ist, oder? Also in diesem Sinne wünsche ich eine gute und sichere Fahrt. Schaut auf euch, schaut auf die anderen, bleibt fair, bleibt respektvoll und stellt auch einfach mal euer Ego hinten an. Einfach nur, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn du dein Ego etwas herunterfährst und auf andere achtest, dann verbessert das im Endeffekt nur deine Ergebnisse. Ja, und mit diesem Tipp wünsche ich dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.